So, Komm, er will es nochmal. Das ist furchtbar, wirklich. Ganz was. Und Action. So. Wir Mönche aus Neuzelle wollen ein neues Kloster bauen. Und zwar auf einem alten Grundstück. Pater Kilian wird uns da durchführen und zeigen, was hier war und was hier sein soll. Unbedingt. Hier war unten eine Schießbahn drin. Das sind Fertigbauteile für einen Bunker. Ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig, jetzt irgendwie aus dem Nichts so ein Kloster? Das sind ja tolle Aussichten. Genug Erholung. Ja, Pater Kilian, ich finde das wirklich sehr interessant. Wir sind ja so in einer Zeit, wo eigentlich die Kirche immer mehr rein äußerlich gesehen, vielleicht geistlich nicht so sehr auch, aber im Abbruch ist. Also immer mehr Kirchen werden sogar verkauft, Pfarrhäuser oder Kirchen, einfach Grundstücke und Besitz. Und hier ist ein Projekt, da baut man ein komplett neues Kloster in dieser Zeit. Ja, wir sind hier in der Nähe von Treppeln. Das ist ein Ortsteil vom Amt Neuzelle, etwa 8 Kilometer Luftlinie entfernt vom historischen Kloster Neuzelle. Und dieses Gelände hier wird durchzogen von dieser schönen alten Eichenallee, die so, schon einige Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte länger auf dem Buckel hat als die jüngere Geschichte hier. Dass es immer so Niedergangstendenzen gibt, aber immer gleichzeitig halt auch Aufbruchstendenzen. Und ich glaube, das muss man einfach im richtigen Moment auch annehmen, dass das so ist. Und dass wir das irgendwie auch dürfen, dass wir sowas miterleben dürfen, ist ja auch einfach ein Riesengeschenk. Und ich bin dankbar, dass wir mit vielen Menschen um uns herum, also in Heiligenkreuz, mit dem Bischof hier in der Diözese Görlitz und den vielen Menschen, die das bis jetzt schon unterstützt haben, dass man irgendwie so den Eindruck hat, da sind Leute bereit, irgendwie dieses Geschenk eines Aufbruchs anzunehmen. Ja, also dieses Bildthema in der barocken Kirche in Neuzelle von den beiden Emmaus-Jüngern hat, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir eben ein Grundstück suchen, um ein neues Kloster zu errichten vor 2 Jahren, deswegen eine Rolle gespielt, weil der Abt Maximilian die geniale Idee hatte, zu sagen, dieses neue Kloster soll nicht einfach irgendwo in Brandenburg sein oder so, sondern das soll wirklich ja auch in Neuzelle sein oder mit Neuzelle etwas zu tun haben und deswegen maximal einen Emmausweg von Neuzelle entfernt sein. Was ja ungefähr 8 Kilometer ist, oder? Ja, der Emmausweg ist sogar eigentlich ein bisschen länger. Im Lukas-Evangelium im 24. Kapitel wird berichtet, dass dieses Dorf 24 Stadien entfernt ist und das sind so ungefähr 12 Kilometer. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge. Wir haben uns dann gefreut, als wir eben dieses Grundstück hier entdeckt haben, wirklich, das im Eigentum der Stiftung Stift Neuzelle ist, also und auf diesen alten Stiftungsgründen liegt, dass das Luftlinie 8 Kilometer entfernt ist und eigentlich von der Lage her ganz idyllisch und ganz ideal liegt, um auch diesen Weg zwischen diesem Standort und dem historischen Kloster irgendwie ein bisschen zu erschließen. Dass man sich sozusagen vom einen zum anderen Ort auch wie die Emmaus-Jünger auf den Weg machen kann, vielleicht auch mit einem Mönch zusammen oder mit anderen Schwestern oder Brüdern im Glauben und einfach auf diesem Weg sich beschenken lassen kann, so wie die beiden Emmaus-Jünger. Okay, wir sind jetzt schon ein Stück gelaufen durch die wunderschöne Allee und hier ist so ein bisschen größeres Stück noch vom ehemaligen Beton des Stasi-Baus. Hier wollen wir ein Kloster bauen. Also wir müssen total verrückt sein. Ja, das stimmt. Kann ja entweder wirklich noch von Gott kommen oder es ist eine verrückte menschliche Idee, oder? Das stimmt, ja. Es ist, also ich sag mal, die Betonplatten hier sind noch das Geringste. Ja, das ist ja insofern so fast ganz praktisch, weil man sich dann halt hier auch bewegen kann. Aber es gibt tatsächlich eine ganze Menge an Abriss zu erledigen hier. Das müssen wir halt Stück für Stück machen. Man kann sich vorstellen... Also die Mönche selbst mit der Hacke oder wie habt ihr euch das vorgestellt? Ja, ich glaube schon, dass wir auch Hand anlegen, ja, aber das sind natürlich teilweise auch echt Problemstoffe. Das ist klar, das ist in Ostdeutschland genauso wie in Westdeutschland. In bestimmten Zeiten, 70er, 80er Jahre, hat man
viel mit Asbest gebaut. Das haben wir hier auch reichlich, ja, und das muss halt einfach auch professionell entsorgt werden. Also wäre vielleicht interessant, dass wir uns ein Gebäude mal richtig anschauen, ne? Ja, ich glaube, wir haben ein ganz schönes Exemplar. Ja, das ist hier zum Beispiel so ein sehr großes Gebäude, das mit Asbestplatten außen verkleidet ist, das Wellasbestplatten auf dem Dach hat und einen sehr massiv gebauten Keller. Hier war unten eine Schießbahn drin. Ja, und das Ganze ist nach der Wende in den 90er Jahren nochmal genutzt worden als Wohnstätte, eigentlich als Auffangwohnort für Russlanddeutsche. Und da wurde das dann innen drin nochmal umgebaut. Aber wir gehen gleich mal rein. Ah ja, hier sind wir jetzt beim Eingang. Also interessiert mich ja wirklich, wie das von innen aussieht und was da für Räume da. Du, hier ist ein bisschen Arbeit notwendig, ja. Man sieht, ja, hier ist alles vandaliert, ja, alles, was hier noch von der letzten Nutzung an Trockenbauwänden und so weiter eingezogen war, ist total zerstört. Muss also alles weg, ja. Ist das eigentlich irgendwie denkbar, diese ehemaligen Stasi-Gebäude, die ja dann zwischenzeitlich anders benutzt wurden, irgendwie in den neuen Klosterbau zu integrieren, was daraus zu machen? Also wir versuchen das, ja. Es ist natürlich klar, dass jeder Abriss teuer ist und auch umständlich teilweise. Dass man versucht, Nachnutzungen zu finden, ist klar. Aber manches, muss man einfach auch sagen, ist dadurch, dass es jetzt 15 Jahre gar nicht mehr genutzt worden ist, dass die Dächer kaputt sind und auch die Baumaterialien teilweise nicht sehr hochwertig waren, ist einfach nicht mehr zu gebrauchen. Ja, das ist ja schon irgendwie auch ein wichtiges Stück Geschichte, an das man erinnern kann hier dann, ja? Genau, also das ist auch geplant, dass wir wirklich einen Platz haben, wo man das versucht auch ein bisschen zu dokumentieren, was hier war. Gleichzeitig ist auch klar, dass diese Zeitnutzung, also das war ja von Ende der 70er Jahre bis dann zur Wende 1989, 90, dass das eigentlich auch eine relativ kurze Spanne ist und dass es sicherlich jetzt im Blick auf verschiedene andere Standorte auch nicht so der Hotspot vielleicht war, ja, dessen, was da geschehen ist. Also wir haben jedenfalls eigentlich die Entscheidung dann getroffen, dass es diesen Erinnerungsort geben soll, auch um das wirklich nicht zu vergessen, was hier passiert ist. Dass aber gleichzeitig auch die Identität dieses Ortes dann schon von diesem Kloster geprägt sein soll und nicht von diesen 10 Jahren Stasi, ja, sondern von Jahrhunderten, die auch als christliche Geschichte letztlich hier waren und auch hier hoffentlich sein werden. Malle, guck mal hier. Oh, jetzt habe ich es ausgeschaltet. Noch. Aber ich glaube, es hat noch fotografiert. Ja. Na? Ja, das kriege ich mit meinem iPhone nicht so richtig hin. Mit dem neuen. Das ist so schön. Dieses Licht. Guck, jetzt haben sie das Pflaster geklaut hier. Siehst du das? War das nicht schon länger? Nein. Also so ein Kloster braucht ja auch ziemlich viel Platz. Wie viel Platz wird denn hier sein? Ja, also das gibt ein sehr großes Gelände, wo aber viel Wald drumherum ist. Da ging es einfach darum, dass wir ja wirklich auf Jahrhunderte planen. Und keiner weiß, ob vielleicht Eisenhüttenstadt oder Treppeln mal eine Großstadt wird und dann weiter wächst. Und wenn dann natürlich ja kein Schutz, kein Puffer irgendwie da ist, dann wäre halt irgendwann, vielleicht aus heutiger Kurzsichtigkeit heraus, dieses Kloster bedrängt, ja, und auch in seiner Existenz wirklich bedroht.
Und deswegen haben wir gesagt, soll dieses Kloster wirklich auch einen Puffer drumherum haben. So ist es eine ziemlich große Fläche von 75 Hektar, also 750.000 Quadratmeter, von denen aber ja 80% Wald sind. Ja? Und dann gibt es eben eine Kernfläche und auf dieser Kernfläche soll dann dieses Kloster Stück für Stück entstehen, aber auch nicht so, dass alles zugepflastert wird. Und ja, dann gucken wir mal, wie das in ein paar Jahren hier aussieht. Wow, jetzt sind wir hier mitten im Wald angekommen. Was liegt hier rum? Das sind Fertigbauteile für einen Bunker, der hier errichtet werden sollte. Für die neue Kirche? Nein, das ist noch aus der Stasi-Zeit. Und ja, ist ein Bauvorhaben aus dieser Zeit, das nicht verwirklicht worden ist. Hier ist genau am anderen Ende, im nordwestlichen Eck von diesem Kernbereich, ja, ist eine große Grube ausgehoben worden. Der ganze Aushub von der Grube, der liegt dort drüben hinter den Bäumen. Sieht man so wie so einen eckigen Wall. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, das ist ja wirklich wunderschön hier der Ort irgendwie auch, historisch geschehen und dass Sie hier was Neues errichten wollen. Aber warum nicht dort, wo es schon längst ein Kloster gibt? Also was hält uns davon ab, das Kloster einfach zu revitalisieren? Das Kloster gehört nicht der Kirche und es gehört auch nicht unserem Orden, sondern es gehört dem Staat. Und der Staat hat natürlich über die Landesstiftung Stift Neuzelle dort auch ja, in den Jahren, es war ja nicht absehbar, dass irgendwann mal die Zisterziensermönche zurückkommen, einen Ort auch wunderbar saniert, ein ganzes Kloster saniert und auch in eine kulturelle Nutzung gebracht. Das heißt, die alten Regularräume, also Kreuzgang und so weiter, und alles was dazugehört, des historischen Klosters, die sind Museum heute mit einer Dauerausstellung, sind teilweise auch Veranstaltungsräume. Der Bereich, wo die Mönche früher gewohnt haben, da ist eine Schule, ein Gymnasium mit Internat. Ja, und so ist eigentlich, sag mal, schon mal der Kernbereich auch von der Nutzung her einfach belegt. Wir haben jetzt im Moment unseren Wohnort ja im katholischen Pfarrhaus. Das ist auch ein altes Gebäude auf dem historischen Klostergelände, das aber, ja, sag ich mal, so ein bisschen abseits steht, das keine direkte Verbindung zur Kirche hat. Und so kam das dann einfach, dass wir gemerkt haben, auch schon vor der Gründung des Klosters, dass die vielen Menschen, die zu einem Kloster kommen, ja, die Gäste, aber auch Kloster auf Zeitgäste, also die wirklich mit den Mönchen mitleben wollen, Männer, die vielleicht mit einer Berufung auch ringen, die brauchen ja ein bestimmtes Ambiente, sage ich mal. Also mal ganz abgesehen davon, dass es für uns ein Problem ist, dass wir keinen direkten Zugang zur Kirche haben auf Dauer. Und die brauchen eben eine Möglichkeit, ja, dort auch wirklich mitleben zu können. Und das gibt es einfach in Neuzellen nicht. Es ist einfach kein Platz mehr da. Ja, es sind andere Nutzungen. Das hat die Zeit mit sich gebracht. Und wir sind ja keine Nostalgiker. Das heißt, wir wollen jetzt nicht einfach das Rädchen der Zeit zurückdrehen und Mittelalter spielen oder so, sondern wir sind alle Menschen des 21. Jahrhunderts. Wir machen YouTube-Videos und sind auf Instagram und so weiter und sind irgendwie halt auch Teil dieser Welt. Aber wenn wir ein Kloster gründen, dann muss es auch ein richtiges Kloster sein. Und da haben wir einfach gemerkt, da gibt es Bereiche, da können wir keine Kompromisse eingehen. Wann frühestens, das ist jetzt immer die brennende Frage, können wir hier wirklich im Wald unser Gebet und unsere Arbeit starten? Es ist im Moment noch ein bisschen schwer zu prognostizieren, ja, aber wir hangeln uns jetzt mal Schritt für Schritt weiter. Jetzt ist erstmal diese Grundstücksfrage weitgehend geklärt und wir können in die Bauleitplanung einsteigen. Ich denke, dass wir mit großer Zuversicht heute in einem Jahr schon ein ganzes Stück weiter sein werden mit dieser Bauleitplanung. Und davon hängt dann auch ab, in welchem Tempo wir sozusagen hier den Spatenstich setzen können. Aber ich sag mal, also im Laufe der nächsten 4-5 Jahre wäre es schön. Ja. Wir planen natürlich auf Jahrhunderte. Ich muss mich nur immer auch daran erinnern und alle anderen Mitbrüder auch, ja, dass das auch heißt, dass man manchmal Geduld haben muss. Das ist nicht so leicht. Ja. Also wenn es 10 Jahre dauert, dauert es halt 10 Jahre. Aber das Entscheidende, glaube ich, bei dem Ganzen ist, dass es eine Perspektive hat.
Ja, und dass man Stück für Stück wirklich dann sieht, ob und wie das weitergeht. Ja, da gibt es einfach noch ganz viele Fragen zu klären. Aber man kann jetzt durchaus sagen, das Projekt ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Also wie weit, was ist das konkret für ein Vertrag? Was sichert uns das jetzt zu? Wie können wir konkret starten? Das, was wir jetzt haben, ist ein Kaufangebot. Das heißt, wir können jetzt ganz sicher darauf bauen, dass, wenn wir hier Baurecht bekommen, wir dieses Grundstück auch eben bekommen. Ja? Normalerweise hat man ja, wenn jemand als Privatmann ein Haus bauen will oder so, dann hat man ein Grundstück und dann kümmert man sich um die Baugenehmigung und dann fängt man halt irgendwann an zu bauen. Und hier ist das halt ein bisschen anders. Wir haben dieses Grundstück ja erst dann, wenn wir es auch wirklich brauchen. Und das ist sowohl für die Stiftung Stift Neuzelle, die jetzt Eigentümerin dieses ganzen Geländes ist, als auch für uns gut, weil wir beiderseits kein Risiko haben, dass, falls irgendwie sich herausstellt, dass das mit dem Klosterbau hier nicht möglich ist oder so, haben wir diese ruinierte Liegenschaft nicht am Bein. Und für die Stiftung Stift Neuzelle ist klar, dass sie dieses Gelände weiter in ihrem Stiftungseigentum sozusagen behalten. Ja, die haben ja auch immer, wie jede Stiftung, so einen Werterhaltungsgrundsatz. Und das sind, glaube ich, beiderseits berechtigte Interessen. Gleichzeitig haben wir schon auch das deutliche Signal von Anfang an bekommen, dass das geprüft wird im Blick auf eine Genehmigung. Ja? Also mal angenommen, die ganzen Baugutachten gehen durch, wir dürfen das Grundstück kaufen, wir starten quasi irgendwann auch mit der genaueren Bauplanung. Wenn man sich das Projekt jetzt irgendwie anschaut, da muss ja Geld her, aber ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig, jetzt irgendwie aus dem Nichts so ein Kloster zu stampfen? Also ich meine, kannst du vielleicht eine Zahl nennen, wie viel das vielleicht ungefähr angelegt ist und wie wir das zusammenkriegen wollen? Nein. Nein, ich glaube, das ist einfach viel zu früh, wirklich um eine Zahl zu nennen. Es wird wahrscheinlich mehr als 1.000 Euro kosten, davon gehe ich mal aus. Aber ja, wir haben einfach durch viele großzügige Menschen jetzt schon die Mittel, um die ersten Schritte zu gehen. Das heißt also bis dahin, dass dieses Bauleitverfahren durchgeführt wird, ja, die stadtplanerischen Arbeiten gemacht werden, bestimmte Vorplanungsarbeiten von den Architekten gemacht werden und wir dann auch das Grundstück kaufen können. Das ist erstmal alles gesichert. Und für das andere werden wir dann mit verschiedenen Möglichkeiten ja in Fundraising gehen und eben Mittel zusammensammeln, sodass es sicherlich auch ein Werk des Volkes Gottes wird. Ja. Wie lange das dauert, werden wir sehen. Aber auch da mache ich mir keine Sorgen, denn letzten Endes geht es vor allem auch darum, dass es eine Perspektive gibt. Ja. Und das wird klein anfangen, aber es muss eben Möglichkeiten geben zu wachsen. Ja. Und es braucht von Anfang an die Möglichkeit, hier zu beten, zu arbeiten, Gäste zu empfangen, ja, und ein wirklich ein ordentliches, klösterliches Leben hier zu führen. Und dann hängt es auch davon ab, wie der Konvent wächst, also wie viele Berufungen uns der liebe Gott schickt, ja, und was ansonsten hier halt noch so passiert. Ja, die nächsten Bauplanungen sind ja quasi das Grundstück bereit zu machen, das heißt, dazu gehört Abriss. Also wir sind hier in einem ziemlich großen Hof, einem ziemlich großen Gebäude, ich glaube eines der größten oder das größte. Kannst du dazu was erklären, was das hier ist? Ja, das ist das alte Hauptgebäude des Kurheims Treppeln. Hier an der Stelle stand auch dieses alte Forsthaus, das dann in den 70er Jahren abgerissen worden ist. Und ja, hier hat sich im Prinzip dieser Kurbetrieb, dieser Ferienbetrieb, wenn man so will, für MFS-Mitarbeiter abgespielt. Hier im Keller sind Massageräume, Sauna, so eine Art Swimmingpool, also eine Gegenstromanlage und ja, alles, was man, sage ich mal, für so einen Kurbetrieb irgendwie grundsätzlich braucht. Da war eine Küche und Speiseräume und Einzelzimmer oben, dann auch 2 Apartments. Also es ist doch relativ geräumig, ja, wie man sieht, aber halt auch in sehr schlechtem Zustand. Also hier werden sich sicherlich dann in absehbarer Zeit, sag ich mal, im Laufe der nächsten 3-4 Jahre irgendwann die Abrissbagger durchfressen. Ja. Pater Kilian, es wird immer abenteuerlicher. Wo führst du uns gerade hin? Wir klettern jetzt mal unter das Dach auf den Speicher von dem Hauptgebäude
Dazu muss man hier über diese alte Rampe gehen, weil da drüben die ganzen Treppen rausgeklaut worden sind. Kleine Garderobe. Hier, das ist noch von, das können wir gebrauchen für unsere Spülmaschine. Hier werden auch noch so ein bisschen Tupperdosen. Und ein Email-Dings. Hier so ein Emailtopf. Apfel, Zwiebel. Alles Pfennig ganz hier. So, ein bisschen gruselig ist das Ganze ja schon. Ja, das stimmt. Man nennt ja solche Orte wie diesen hier Lost Places, also verlorene Orte. Und irgendwie finde ich das ganz schön, dass wir es auch so ein bisschen in einen Found Place wieder verwandeln, ja, in einen gefundenen Ort. So wie bei diesem schönen Lied Amazing Grace. I once was lost, but now I'm found. Vielleicht singt die Schöpfung an diesem Ort das auch irgendwie mit. Ja. Aus alt macht neu. Boah, und sag jetzt bloß nicht, wie schnell die Natur sich alles zurückholt. Wow, was für eine Aussicht. Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich das hier so von oben sehe, stellt sich diese Frage mit dem Wahnsinn vielleicht doch nochmal neu. Ja. Also, ja, es ist einfach klar, wenn man halt jahrelang hier nichts macht, ja, und die Dächer kaputt gehen, dann bricht das irgendwann halt einfach zusammen. Und es ist natürlich auch so, dass dieser Ort ja auch gefährlich ist in gewisser Weise. Ja. Also irgendwie muss das natürlich weg, so oder so. Ja. Insofern glaube ich, ist es doch irgendwie ganz schön, jetzt eine sinnvolle Nachnutzung für dieses Gelände zu haben und diesen Ort irgendwie halt auch zu heilen. Ja? Nicht, weil er direkt krank ist oder so, aber weil er vielleicht auch ein bisschen verwundet ist und verletzt ist. Mit diesen ganzen Bauten, die einfach nicht in den Wald gehören, ja, sondern... Also den Ort heilen finde ich jetzt sehr interessant vom Begriff her, weil man könnte es jetzt rein vom Äußerlichen sehen, man baut halt was Neues, aber was meinst du konkret mit heilen? Ja, ich glaube schon, dass es, auch wenn wir nicht genau wissen, was hier sich so abgespielt hat, dass es natürlich symbolisch auch steht für eine bestimmte Zeit, die nicht nur die deutsche Geschichte oder die Geschichte der Menschen in dieser Region betrifft, sondern wirklich auch Weltgeschichte betrifft. Und dass das in verschiedenster Weise immer wieder auch einen Ort beschreibt, sage ich mal, geschichtlichen Ort beschreibt, an dem Menschen auch gelitten haben. Ja? Heißt natürlich auch, dass dieses Leiden und diese Verwundung irgendwie eine Heilung braucht. Und ich glaube, dass man so einen Ort auch geistlich und auch historisch irgendwie heilen kann. Ja? Dass es nicht einfach nur Ruinen sind, die an irgendwas erinnern und vielleicht irgendwie auch wehtun. Ja? Verschiedene Menschen auf verschiedene Weise. Sondern dass es auch ein Ort wird, an den man gerne kommt, an dem die Leute nicht oder nur ein ganz exklusiver Kreis irgendwie willkommen war, wie in dieser Zeit, ja, in der Stasi-Nutzung, sondern ein Ort, wo man wirklich sagen kann, ja, kommt und seht, ja, kommt her und ihr dürft hier zu Gast sein und ihr sollt auch hierher kommen, um vielleicht auch selber Heilung zu finden, an Leib, Geist und Seele. Ich zeige dir jetzt mal unsere Wellnessanlage. Was, hier gibt es Wellness? Hier gab es mal Wellness, ja. Können wir das gleich ausprobieren? Läuft nicht mehr. Warmwasser ist im Moment ausgefallen. Sind wir ein bisschen zu spät dran. Ja. Genau, hier gibt es so einen alten Notbunker, irgendwie so eine Art Bunkergang, durch den wir jetzt mal durchgehen auf die andere Seite, in den anderen Flügel. Hier wäre noch ein Gummistiefel, falls du einen brauchst. Da ist auch der zweite. Also, jetzt wird es wirklich interessant. Also wenn man sich mal richtig gut gehen lassen will, dann sind wir hier richtig. Ja,
Vielleicht erstmal Schaufel und Besen und einen Container mitbringen. Ich steige dann mal ins Wasser. Aha. Kopfsprung versuchen. So. Gehen wir noch ein Stück weiter. Was kannst du uns denn noch Gutes zeigen hier? Ja, es gibt noch ein paar Gebäude. Wir hätten da noch im Angebot Kleintierstelle, ehemalige Finnhütten, Und ein Teich. Ein Teich, oh. Ja. War der zum Schwimmen gedacht oder Nee, es war eher so eine als Regenwassersammelstelle. Ah, ja. Sagen da so ein bisschen beschaulich. Der ist hier hinter den Büschen. Soll das zukünftige Kloster auch eine Art Teich haben mal? Ja, auf jeden Fall. Schön. Ja, jetzt haben wir ja viel von den alten Gebäuden hier gesehen. Wie ungefähr wird denn das Kloster aussehen? Also es ist ein kompletter Neubau, aber in dieser Zeit jetzt ein komplett neues Kloster bauen. Von der Architektur her ist das ja schon eine sehr interessante Geschichte. Kannst du es mal erklären? Das stimmt, ja. Also architektonisch wird es sehr spannend. Wir haben seit mehreren Jahren schon eine sehr gute Zusammenarbeit mit einer ganz tollen Architektin, die ja wirklich einen sehr schönen Ansatz hat für ihre Architektur, die immer gesagt hat, sie ist nur die Dienerin, sie ist nur die Übersetzerin für die Bedürfnisse, die wir haben, und die für Gäste und eine Kapelle dazu, in der wir auch unser Chorgebet halten können, und voraussichtlich auch einen Bereich für die Jugend, wo die unterkommen kann, also Jugendgruppen und so weiter. Und dann eben, wenn unser Konvent wächst und wenn auch das Fundraising weiterläuft, dann weiter zu bauen, auch wenn wir das jetzt ganz am Anfang schon wie so ein Masterplan in einem durchplanen werden. Ja, dass es auch einheitlich wird, dass es zusammenpasst und dass sozusagen der Generalentwurf von Anfang an da ist und die Verwirklichung eben in verschiedenen Bauphasen passiert. Unser Orden hat immer am Limit des technisch Möglichen gebaut. Ja, schon im Mittelalter war das so und in der Barockzeit später auch. Und ohne dass man verschwenderisch wird, ohne dass man irgendwie größenwahnsinnig wird, geht es auch hier darum, ja wirklich, sagen wir mal, auch die technischen Möglichkeiten so auszunutzen, dass am Schluss aber vor allem was Einheitliches und was Schönes herauskommt und was Stabiles, was nicht in 40 Jahren wieder abgerissen wird, sondern was wirklich über Jahrhunderte hier stehen kann. Ja? Kann man und so heute bauen? so kann man auch heute noch bauen. Ja? Ich bin gespannt. Ich glaube, die Birne ist kaputt. Muss mal Hubertus sagen, dass er das vielleicht mal austauscht. Also wir sehen weiter interessante Gebäude. Pater Kilian, bist du aufgeregt? Bist projektbezogen? Ja und nein. Also es gibt immer mal natürlich Momente, ja, wo man sich denkt, wow, wie soll man das alles schaffen? Aber das sind halt immer auch Momente des Kleinglaubens. Ja? Ich glaube, Petrus hat das auch ganz gut erlebt. Ja? Der ist übers Wasser gegangen und als er plötzlich nicht mehr auf den Herrn geschaut hat, sondern auf den Sturm auf dem See, ist er abgesoffen und der Herr hat ihn trotzdem rausgezogen. Also ich glaube, dass auch wir, ja, wie gesagt, Schritt für Schritt und so risikoavers wie möglich da weitergehen dürfen, aber dass wir vor allem in diesem festen Glauben stehen dürfen und müssen dabei, dass das, wenn es ein Werk des Herrn ist, auch gelingen wird. Und dafür, ja, Vorsicht, hier sind ein paar Bodenfallen überall. Da haben die Hühner geschart. Ja, genau. Vielleicht scharren hier auch irgendwann wieder Hühner. Ja? So, wenn man den Schrott hier mal ein bisschen rauspackt, Frühstückseier geht das für die ja. Mönche. Genau. Nee, aber da muss ich sagen, irgendwie merke ich doch immer wieder, dass auch bei dieser Priorität unseres Chorgebets und so weiter, ja, wenn wir das wirklich treu machen, wenn wir treu die Messe feiern, treu in unserem Glauben uns bemühen um die geistliche Lesung, um Wachstum im Glauben, um auch darum, anderen etwas weiterzugeben, ja, sei es in der Katechese, sei es in der geistlichen Begleitung, im Gebet und so weiter. Immer wenn das an erster Stelle steht, an der obersten Stelle steht, dann kommt diese Ruhe auch damit. Ja? Und dann kann man wirklich sagen, ja, ich habe eigentlich zutiefst keine Angst davor, sondern ich bin vor allem dankbar dafür, dass ich mit so einer tollen Gemeinschaft zusammen an so einer Aufgabe arbeiten darf. Das ist ja, es ist ja wirklich eigentlich fast unglaublich. Pater Kilian,
Du ganz natürlich, einmal ganz entspannt. Verstehst du? Das ist gar nicht die 15. Aufnahme davon, sondern... Pater Kilian, danke für das wunderbare Interview und für die Führung. Wir haben viel gesehen und wir hoffen, dass wir bald anfangen dürfen mit dem Bauen. Oh ja. Sie dürfen uns unterstützen mit Gebet und vielleicht in Zukunft auch mit einer kleinen Gabe. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.